Die größte Durchstrecke der Raumfahrtgeschichte ist offiziell vorbei. Im April schicken wir nach über 50 Jahren wieder eine Crew zum Mond. Die NASA hat offiziell Go für Artemis 2 gegeben. Die Riesenrakete SLS rollt nächste Woche auf die Rampe. Ein neues Zeitalter in der Starbase, warum Starship Booster 19 rasant Gas gibt, aber ein anderes Schiff rätselhaft weiß auftaucht. Ein radikaler Umbau bei der NASA. War's das mit Lunar Gateway? Der Bundeskanzler besucht den Startplatz Andoya vor historischem ESA Aerospace Start in der kommenden Woche. Und die Rocket Factory Augsburg hat die neue Hardware für ihren Erstflug am Startplatz. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, eurer wöchentlichen Raumfahrt-News auf Deutsch. Die NASA hat diese Woche nach dem zweitägigen Flight Readiness Review offiziell Go für die Crew-Mondmission Artemis 2 gegeben. Wir schauen drauf. Ja, trotz der Probleme mit dem Helium-Schnellverschluss am Oberstufenadapter bleibt das Team beim ehrgeizigen Zeitplan. Das SLS-System und die Orion-Kapsel, die sind im WEB bereits wieder fit gemacht worden. Der Plan steht, nächsten Donnerstag am 19. März, da rollt der Gigant zurück auf die Rampe 39B. Wenn dort dann alles glatt läuft, zündet am 1. April um 18.24 Uhr deutscher Zeit die Triebwerke. Die NASA hat zudem den 2. April als zusätzliche Startoption bestätigt. Einen weiteren Betankungstest, also eine Wet Rest Rehearsal, die wird es nicht geben. Das Team sagt ganz klar, wenn wir das nächste Mal tanken, dann soll es zum Mond gehen. Der US-Senat drückt beim Artemis-Programm massiv aufs Gaspedal und gibt Administrator Jared Isaacman freie Hand für einen radikalen Umbau. Mit dem neuen NASA Authorization Act of 2026, da reagieren die USA direkt auf den wachsenden Druck aus China. Der Kern der Strategie, Fokus weg vom Lunar Gateway im Orbit hin zu einer festen Basis direkt auf der Mondoberfläche. Diese Basis, die soll nicht nur als wissenschaftliches Labor dienen, sondern auch industrielle Operationen ermöglichen und als Sprungbrett für künftige Mars-Missionen fungieren. Wir sehen hier ziemlich klar einen direkten Wettlauf mit China, die ja ebenfalls bis 2030 Menschen auf den Mond bringen wollen. Damit das Gesetz in Kraft tritt, da müssen noch das Repräsentantenhaus und der Präsident zustimmen. Mit Sicherheit keine guten Nachrichten für Europa und Japan, die sich mit ihren Gateway-Beteiligungen eine Weiterführung des ISS-Konzepts dann aber am Mond gewünscht hatten und sich immer auf bestehende Verträge mit der NASA berufen hatten. Apropos ISS, die ISS, die soll nun doch länger fliegen als erst jetzt kommuniziert, um dann die Lücke im Erdorbit zu verhindern. In dem Gesetzentwurf vom US-Senat, da steht, dass der Betrieb der Station von 2030 auf den 30. September 2032 zu verlängern ist. Damit reagiert die Politik auf die Sorge, dass private Nachfolger wie Orbital Reef, die Havens-Station und Starlab nicht rechtzeitig startklar sind. Das Ziel der USA scheint klar, das Feld im niedrigen Erdorbit auch nicht kampflos der chinesischen Tiangong-Raumstation zu überlassen. Der Entwurf, der verbietet der NASA den kontrollierten Absturz der ISS sogar so lange, bis mindestens eine kommerzielle Alternative voll einsatzfähig ist. Ob sich die Physik an politische Verbote hält, das sei mal dahingestellt. Während die Politik die ISS verlängert, pumpen Investoren Rekordsummen in die privaten Nachfolger. Das Startup VARS, das hat gerade $500 Millionen frischen Kapitals eingesammelt, um die Entwicklung seiner Haven-Station zu beschleunigen. Auch Axiom Space legt mit $350 Millionen nach. Interessant dabei, bei beiden Unternehmen fließt mittlerweile massiv Kapital aus dem Ausland zu, etwa von der Qatar Investment Authority. Ziemlich zeitgleich hat NASA-Administrator Jared Isaacman einen Paradigmenwechsel bei der NASA angekündigt. Ja, die NASA erhalte jährlich rund $25 Milliarden an Haushaltsmitteln, doch laut Jared Isaacman ist nicht das Geld das Problem, sondern die Effizienz der NASA. Isaacman vergleicht die aktuelle Lage mit den glorreichen Tagen von Mercury, Gemini und Apollo, als alle 3 Monate eine Rakete startete. Sein Vorwurf, in den letzten Jahren ist die NASA da eher bei einem Rhythmus von alle 3 Jahre gelandet. Isaacman stellt klar, wer mit $25 Milliarden kein Mondprogramm und Spitzenforschung hinkriegt, dem hilft auch noch mehr Geld nicht. Er will Schluss machen mit der Ausrede, dass jedes Problem mit Steuergeldern zugeschüttet werden muss. Er will Ergebnisse sehen, und zwar im Tempo von Apollo 11 im Jahr 1969. Ja, ziemlich markige Worte da von Jared Isaacman, die vielen Raumfahrtfans da aus der Seele sprechen dürften. Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich die politische Raumfahrt revolutionieren lässt. Mit Sicherheit schaut auch Europa ganz genau hin. Vieles, was in den USA angesagt ist, kommt ja wohl oder übel auch ganz gern zeitversetzt nach Europa.
Ich hatte schon darüber berichtet, die NASA zieht die Reißleine beim Sorgenkind Exploration Upper Stage für das SLS. Für die kommenden Artemis-Missionen, da setzt die NASA stattdessen auf bewährte Hardware von der Stange. Da die Entwicklung der leistungsstärkeren Exploration Upper Stage bei Boeing nicht schnell genug vorankommt, da wird für die Mission Artemis 4 und dann folgend nun die Centaur-Oberstufe der United Launch Alliance adaptiert. Das ist ein technischer Paukenschlag, denn eigentlich sollte das SLS mit der EUS oder Exploration Upper Stage in der Block 1B Konfiguration deutlich mehr Masse Richtung Mond schieben können. Doch wir sehen hier den Realitätscheck. Die NASA stoppt die Pläne für den Block 1B des SLS und bleibt bei einer Konfiguration, die dann eigentlich näher am Block 1, also dem aktuellen Block, liegt. Das Problem ist hausgemacht. Die bisher genutzte ISPS-Oberstufe, die auch bei Artemis 2 fliegt, die basiert auf der Delta 4 und deren Produktion wurde 2024 endgültig eingestellt. Vermutlich auch, um den Druck zu erhöhen, dass man die Exploration Upper Stage weiterentwickelt. Laut NASA ist die Centaur die einzig verfügbare Option, die ohne jahrelange Neuentwicklung auf das SLS passt. Selbst die Oberstufe der New Glenn von Blue Origin, die wurde wohl geprüft, passte dann aber nicht. Die Centaur-Oberstufe, die normalerweise auf der Vulcan oder der Atlas von ULA fliegt, bekommt ein paar Modifikationen und muss dann den Job übernehmen, das Orion-Raumschiff dann Richtung Mond zu schubsen. Da die Centaur für die Atlas V und den Starliner von Boeing auch Human-Rated fliegen kann, sollte das technisch tatsächlich mit vertretbarem Aufwand machbar sein. Wir erinnern uns, bei jeder Apollo-Landung, da haben die Piloten manuell korrigiert und gelandet. Die NASA sieht jetzt bei der Zertifizierung für das Artemis-Programm die Crew-Sicherheit in Gefahr, wenn SpaceX hier weiter voll auf Automatisierung setzt. Die NASA fordert, Astronauten müssten im Notfall selbst eingreifen können. SpaceX argumentiert dagegen mit moderner Software, die Fehler besser erkennt als jeder Mensch. Jetzt sollte man aber wahrscheinlich anführen, dass anders als beim SpaceX Dragon, der ja jahrelang ohne Crew die ISS angeflogen hat, bevor dann Crew folgte, ja, das Starship wird keine jahrelange Flugerfahrung als Frachter im Mondorbit vorweisen können. Der neue Bericht des NASA-Generalinspekteurs enthüllt noch mehr. Die Testlandungen ohne Crew von SpaceX und Blue Origin, die werden sehr abgespeckt. Das heißt, es wird die Landung ohne Crew auf dem Mond geben, vor dann den Crewflügen, aber ohne die kritischen Systeme für die Crew. Das bedeutet kein Lebenserhaltungssystem, keine Luftschleusen und beim riesigen Starship besonders spannend, auch der Aufzug zur Oberfläche wird bei der Generalprobe nicht getestet. Es fliegt da also eine riesige leere Hightech-Büchse zum Mond. Ob die Astronauten dann den Aufzug im finalen Design nutzen können, das wird dann spannend. Kritisch sieht die NASA auch den Umgang mit dem Mondstaub. Da bei den Testflügen niemand ein- und aussteigt oder die Türen auf- und zugemacht werden, lässt sich kaum simulieren, wie die abrasiven Partikel die Technik langfristig zerfressen. Extrem spannender Ansatz für ein Mondprogramm. Ja, erstmal landen, den Rest bauen wir später. Für uns in der Beobachterrolle natürlich extrem cool anzusehen. Aber ich bin mir fast sicher, da haben Missionsplaner bei der NASA gerade Schweißperlen auf der Stirn. Die nächste Mondlandung noch erstaunlich unkonkret. Auch welcher Länder dann die erste Crew bringt, wissen wir noch nicht. Blue Origin plant offenbar eine radikale Beschleunigung für die Mondlandung mit Crew, dann ab Artemis 4 oder 5. Interne Dokumente von Blue zeigen laut Eric Berger von Ars Technica, dass eine Crewlandung mit 3 Starts der New Glenn-Rakete möglich wäre. Vorausgesetzt, man nutzt die nächststärkere 9x4-Variante der New Glenn. Der Plan sieht vor, einen abgespeckten Blue Moon Mk2-Lander und 2 Transferstufen im Erdorbit zu koppeln. Und die Transferstufen, die schieben dann den Lander in den Mondorbit, wo er dann mit der Crew im Orion-Raumschiff koppelt. Damit könnte eine astronautische Landung für 2028 wirklich in greifbare Nähe rücken. Apropos New Glenn, Blue Origin macht ernst und hat die 5. flugfähige Oberstufe der New Glenn auf dem Prüfstand. Bei einem Hotfire auf der Startrampe haben beide B4U-Triebwerke auf volle Leistung gezündet. CEO Dave Limp betont den kontinuierlichen Fluss an New Glenn Hardware, denn Serie Nummer 5, die zeigt, dass die Produktion in Florida jetzt richtig hochfährt. Ich bin gespannt, wann die New Glenn dann auch einen Blue Moon Lander Richtung Mond drückt. Aktuell kann man fast das Gefühl bekommen, Blue Origin zieht an SpaceX nur so vorbei, aber wer das Starship-Programm verfolgt, der weiß auch, was da mit Starship V3 gerade bei SpaceX in der Mache ist. Booster 19 hat als erstes das neue Pad 2 in der Starbase bezogen und direkt einen massiven Geschwindigkeitsrekord beim Betanken aufgestellt. In nur 30 Minuten waren die massiven Methan- und Sauerstofftanks voll. Das ist ein gewaltiger Sprung im Vergleich zu Pad 1 und zeigt, dass die Infrastruktur für die noch deutlich größeren V3 Super Heavy Starships ein massives Upgrade sind. SpaceX hat dabei nicht nur die neuen Treibstoffleitungen getestet, sondern direkt einen simulierten Countdown inklusive Aktivierung des Wassersystems durchgezogen. Aktuell sind 10 Raptor 3 Triebwerke unter dem Booster installiert. Diese nächste Motorengeneration, die kommt ja ohne komplexe externe Ummantelung
aus als Hitzeschutz und wirkt fast wie aus einem Guss. Trotzdem, ungewohnter Anblick, sieht ja irgendwie schon nackt aus. Nach den erfolgreichen Cryo-Tests folgen sehr wahrscheinlich Static Fires, bevor der Booster dann zurück in die Mega Bay rollt, um dann den vollen Satz an 33 Raptor-Triebwerken zu erhalten. Auch die voraussichtlich erste flugfähige Starship-Oberstufe der Version 3, Ship 39, hat die Cryo-Kampagne am Massey's Testgelände erfolgreich abgeschlossen. Die Ingenieure haben das Schiff dabei buchstäblich in die Zange genommen. Bei sogenannten Squeeze-Tests simulierten Hydraulikpressen die massiven Kräfte, die entstehen, wenn die Mechanikarme am Turm, also die Chopsticks, das Schiff bei der Landung aus der Luft fangen. Da die V3-Schiffe deutlich länger sind als ihre Vorgänger, muss die Struktur diese punktuellen Belastungen ohne Verformung wegstecken. Parallel dazu wurden die neuen optimierten Landeklappen am Bug und Heck bereits mehrfach unter Last bewegt. Wir sehen hier die Geburtsstunde einer neuen Leistungsklasse an Orbitalrakete. Jetzt muss das Starship dann aber auch mal Nutzlast in den Orbit bringen. Noch hat es ja nur seine Fähigkeit als Suborbitalrakete demonstriert, wenn auch mit beeindruckenden Wiedereintrittsfähigkeiten. Apropos Starship und Hitzeschutz. In der Star Factory, da wurde Ship 45 mit ungewöhnlichen weißen Hitzeschutzkacheln gesichtet, was dann Spekulationen über eine spezielle Mondkonfiguration anheizt. Während die Standardkacheln für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre ja schwarz beschichtet sind, könnten die weißen Elemente als reflektierende Schutzschicht dienen. Das macht besonders für die Mondlandevariante Sinn, die ja über lange Zeit im Mondorbit der direkten Sonnenausstrahlung ausgesetzt ist und die kryogenen Treibstoffe ja kühl halten muss. Wir bleiben dran, ob das nur ein Testlauf für einzelne Segmente ist oder sich da bald ein komplett weißes Starship zum Launchpad bewegt. Wer mich kennt, der weiß, ich brauche Bewegung, ja, um den Kopf frei zu bekommen. Egal ob eine schnelle Laufrunde am Morgen oder der ausgiebige lange Lauf am Wochenende. Der richtige Schuh, der entscheidet darüber, ob man danach platt ist oder direkt weitermachen will. Seit 3 Jahren verlasse ich mich auf den Woolpeak von Gieswein. Das ist der weltweit erste Laufschuh aus Merino-Wolle, der dir aktiv Energie zurückgibt. Ich bin über 1,80 und mit fortschreitendem Alter auch kein leichter Läufer mehr. Umso wichtiger ist mir mittlerweile die Dämpfung. Gieswein nutzt hier ein spezielles Energy Return Material in der Sohle. Das bedeutet, jeder Schritt, der wird abgefedert, aber man sinkt nicht ein, sondern kriegt diesen kleinen Push nach vorne. Das Obermaterial ist aus Woolfinity. Das ist ein extrem hochgedrehtes Merino-Garn, das Gieswein in Österreich entwickelt hat. Der Schuh, der ist dadurch super formstabil und robust, bleibt aber flexibel, sodass sich der Fuß frei bewegen kann. Ich bin schon zweistellig Marathon gelaufen und ich habe für Triathlon-Training bis zum Ironman unzählige Laufschuhe verschlissen. Der Woolpeak, der hat das mit Abstand robusteste Obermaterial, was ich je gelaufen bin. Merino ist auch geil für Triathlon, weil du den Woolpeak auch easy barfuß tragen kannst. Das spart wertvolle Zeit beim Wechseln. Wer gerne Socken hat, Gieswein hat auch hervorragende Laufsocken im Sortiment. Ja, und der Merino-Komfort, der ist auf lange Strecke natürlich Gold wert. Die Wolle reguliert Temperatur und weil Merino von Natur aus antibakteriell ist, gibt es selbst nach langen Tagen keine Stinkfüße. Wenn sie doch mal dreckig werden sollten, einfach bei 30 Grad in die Waschmaschine. An der Luft trocknen und die sehen aus wie neu. Wenn ihr euren Füßen etwas Gutes tun wollt, mit meinem Link und dem Code MOSPRING bekommt ihr wie immer 20% Rabatt auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Auch unten in der Beschreibung. Ich hatte schon darüber berichtet, eine FCC-Anmeldung für Starlink Dummies auf dem Erstflug der Starship V3-Version. Die hat ja den Starttermin frühestens für April gespoilert. Jetzt hat auch der SpaceX-Firmenchef diese Woche eine neue Timeline genannt. Der erste Flug der neuen Starship Version 3 soll in etwa 4 Wochen stattfinden. Rechnet man von seinem Post, am 7. März landet man dann auch bei Anfang April, wie in der FCC-Anmeldung. Habt ihr bestimmt schon mitbekommen, aber gehört natürlich auch in die Raumfahrt-News der Woche. Ein Brocken aus dem All hat am 8. März kurz vor 7 Uhr abends ein Hausdach in Koblenz durchschlagen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Spannend, warum der Brocken vorher nicht entdeckt wurde. Die Teleskope, die haben den Brocken im Anflug schlicht übersehen. Das lag laut der ESA auch am hellen Abendhimmel und dem speziellen Eintrittswinkel. Kleine Objekte, die sind ja für die planetare Verteidigung extrem schwer zu tracken. Schätzungsweise alle 10 Tage tritt ein Meteorit über 1 Meter Größe in die Erdatmosphäre ein. Nach seinem Ritt durch die Atmosphäre und dem Einschlag im Haus war der Meteorit in Koblenz noch knapp 170 Gramm schwer. Apropos Verglühen, die US Space Force hat den Wiedereintritt von der Van Allen Probe A bestätigt. Diese Woche ist der rund 600 Kilogramm schwere Forschungssatellit über dem östlichen Pazifik in die Atmosphäre eingetreten. Das ist deshalb brisant, weil die NASA hier ihre eigenen Sicherheitsrichtlinien gerissen hat. Das Risiko, dass Trümmerteile Menschen verletzen könnten, lag dabei 1 zu 4200.
erlaubt es eigentlich nur einen Wert von 1 zu 10.000. Grund für das erhöhte Risiko waren späte Designänderungen vor dem Start 2012. Dass der Satellit jetzt schon runterkam und nicht wie geplant 2034, das liegt an der erhöhten Sonnenaktivität aktuell. Die bläht unsere Atmosphäre auf, erhöht den Widerstand und zieht so Schrott schneller in Richtung Erde. Während Großteile der Sonde verglüht sind, könnten einzelne Komponenten den Einschlag dann bis zum Ozean überstanden haben. Ja, und wichtig nicht nur für Majestix aus Asterix, das baugleiche Geschwisterchen von Ellen Probe B, das wird voraussichtlich ab 2030 mit einem ähnlich hohen Risikoprofil unkontrolliert zurückkehren. Die ESA hat leider den Funkkontakt zu einem Satelliten der Proba-3-Mission verloren. Das ist ein massiver Rückschlag für das weltweit erste Forschungsprojekt zum hochpräzisen Formationsflug. Eine Anomalie im Februar hat an Bord eine Kettenreaktion ausgelöst. Die Lagekontrolle versagte, das Raumfahrzeug verlor seine Orientierung im Raum und damit den Blickkontakt zur Sonne. Da die Solarzellen nicht mehr im richtigen Winkel standen, saugten die Bordcomputer die Batterien in Rekordzeit leer. Jetzt befindet sich der Satellit im sogenannten Survival Mode. Die Elektronik ist auf ein Minimum reduziert und der Funkverkehr zur Erde ist komplett abgerissen. Proba 3 besteht aus 2 Satelliten, dem Occulter und dem Chronographen, die in einem Abstand von etwa 150 Metern eine künstliche Sonnenfinsternis erzeugen sollten. Der Occulter deckt die Sonnenscheibe ab, während der jetzt stumme Chronograph die schwache Corona fotografieren sollte. Ohne den Coronagraph, mit dem Hauptinstrument, ist die Mission wissenschaftlich wertlos. Die ESA prüft derzeit, ob der noch gesunde Occulter-Satellit als Spion genutzt werden kann. Er soll sich dann dem Havaristen nähern, um dessen Ausrichtung optisch zu erfassen. Ein bitteres Szenario für eine 200 Millionen Euro teure Mission, die ja eigentlich 2 Jahre lang die Geheimnisse der Sonne entschlüsseln sollte. Bevor wir zum Start von ESA Aerospace und der Flughardware von der Rocket Factory Augsburg kommen, hier die Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag hat eine Falcon 9 den massiven Kommunikationssatelliten EchoStar 25 für Nordamerika präzise ins All gesetzt. Ein echtes Highlight gab es dann am Donnerstag aus Kalifornien. Firefly Aerospace meldete sich mit der Alpha-Rakete und der Mission Stairway to 7 erfolgreich zurück. Nach dem Rückschlag im April 2025 war ja das ein extrem wichtiger Return to Flight, der alle Systeme für die kommende Block 2-Konfiguration validiert hat. Auch am Donnerstag gab China Vollgas und brachte mit einer Langmarsch 8A 9 Satelliten für das staatliche Satnet-Leo-Netzwerk auf den Weg. Zusätzlich startete am selben Tag eine Langmarsch 2D, die das geheime Satellitenduo Shijan 30, 3 und 4 für technologische Tests erfolgreich in die Umlaufbahn beförderte. Am Freitag hat SpaceX dann mit Falcon 9 Starlink-Satelliten von der Westküste gestartet. Ja, und der Wochenabschluss am Samstag noch nicht erfolgt, während ich das hier aufnehme. Nochmal SpaceX mit Falcon 9 und zwar Starlinks von Cape Canaveral. Es ist soweit. Die Vorbereitungen für die Mission Onward and Upward sind so gut wie ab. Das Startfenster öffnet sich am kommenden Donnerstag, 19. März. Und bis zum 19. April gibt es dann theoretisch Startmöglichkeiten. Es wird wieder einen englischen Livestream von ESA Aerospace in Kooperation mit NASA Spaceflight geben und natürlich deutsch kommentiert hier auf Senkrechtstarter. Ja, der Moment der Wahrheit bei diesem Qualifikationsflug, da geht es darum, die gesamte Kette von Triebwerk bis zum Bodensegment unter Realbedingungen zu testen. Wenn das Ding zündet, ist das der Befreiungsschlag für den europäischen Marktzugang. Wir bleiben für euch natürlich extrem nah dran, ob die Spektrum dann nächste Woche wirklich abhebt. Dass es nächste Woche historisch werden könnte, das zeigte auch hoher Besuch. Bundeskanzler Friedrich Merz und der norwegische Premier Jonas Gahr Støre haben sich am Freitag den Startplatz Andøya von ESA Aerospace in Norwegen angeschaut. Das ist ein massives Signal für die europäische Souveränität im Orbit. Mit dabei waren auch Verteidigungsminister Boris Pistorius und Raumfahrtministerin Dorothea Bär. Die Politik, die hat verstanden, dass der Weltraum kritische Infrastruktur für unsere Sicherheit ist. Erst im Herbst hatte ja Verteidigungsminister Boris Pistorius Investitionen von 35 Milliarden Euro für souveräne Weltraumfähigkeiten angekündigt. Es wird auch immer klarer, was mit dem ganzen Geld eigentlich passieren soll. Die deutsche KI-Schmiede Helsing und der norwegische Tech-Gigant Kongsberg tun sich zusammen, um in Deutschland eine eigene Satellitenproduktion hochzuziehen. Geplant ist eine Konstellation für Nachrichtendienste, Überwachung und Aufklärung für die europäische Verteidigung. Das Ziel ist, bis 2029 ein voll vernetztes System aus bis zu 100 Satelliten im LEO zu haben. Während Kongsberg die Hardware-Erfahrung von bereits über 50 erfolgreichen Satellitenmissionen und prall gefüllte Orderbücher für weitere 320 Einheiten mitbringt, liefert Helsing das Gehirn. Die Rede ist von Onboard-KI, die Daten aus Radar, Elektrooptik und Infrarotsensoren direkt im Orbit verarbeitet. Das Problem ist ja so ein bisschen, Rohdaten aus dem All, die können riesig sein, während die Downlink-Kapazitäten mitunter begrenzt sind. Wenn die KI aber schon entscheidet, was ein Ziel und was ein Traktor ist, kriegst du die Zielzuweisung dann in Echtzeit.
Besonders interessant für uns ist die Team Deutschland Ausstattung. Hensoldt ist für die Hightech-Sensorik mit an Bord und als Launchpartner wird ganz klar auf ESA Aerospace gesetzt. Die Synergie scheint logisch. ESA startet ja schließlich vom norwegischen Andoya und Kongsberg sitzt ja in Norwegen. Jetzt würde ich mal so sagen. Rheinmetall schmiedet mit OHB und Airbus ein Mega-Bündnis für die deutsche Satellitenkommunikation. Mit einem Joint Venture soll das 10 Milliarden Euro Projekt Satcom BW Stufe 4 gestemmt werden. Deutschland will weg von der US-Dominanz im All. Bis 2029 sollen zwischen 100 und 200 Satelliten im Orbit sein. Die Bundeswehr plant mit Satcom BW den Aufbau einer eigenen Kommunikationskonstellation im niedrigen Erdorbit, um die Truppen unabhängiger von privaten US-Anbietern zu machen. Das ist ein massiver Strategiewechsel für die deutsche Raumfahrt. Bisher setzten wir bei Satcom BW 3 auf 2 einzelne tonnenschwere Satelliten im geostationären Orbit. Jetzt geht's in die Serienfertigung für den niedrigen Erdorbit. Ja, Airbus, OHB und Rheinmetall, die ziehen dafür jetzt an einem Strang und legen ein gemeinsames Angebot für das Mammutprojekt vor. Vermutlich hatte man sich bei der Beschaffung eigentlich mehrere Angebote gewünscht, aber so ist es halt. Wir reden hier über ein Volumen von mindestens 10 Milliarden Euro und ein Netzwerk aus mehreren 100 Satelliten. Der Zeitplan ist extrem sportlich, das relativiert dann vielleicht auch die Zusammenarbeit statt Konkurrenz. Schon 2029 sollen die Anfangsbefähigungen stehen. Das bedeutet, dass dann mindestens 40 bis 80 Satelliten im Orbit sein müssen. Technisch ist das ein Dauerbrenner. Da LEO-Satelliten durch die Restatmosphäre ja nach wenigen Jahren verglühen, muss das System ähnlich zu Starlink ständig nachgeschossen werden. Auch nicht ganz unpraktisch, wenn man Satelliten oder Startservices verkauft. Für den Start der ersten Einheiten, da vertraut man aber auf die Falcon 9 von SpaceX, aber Ziel ist eine europäische Kooperation für den Liftoff. Im Zweifelsfall gibt's dann also mehr als genug zu tun für die bis dahin hoffentlich zahlreichen europäischen Träger. Nicht nur ESA Aerospace arbeitet übrigens gerade an einem Raketenstart. Beide Stufen der RFA-1 von der Rocket Factory Augsburg, die sind mittlerweile im Sexford Spaceport eingetroffen. Damit ist die Hardware für den Erstflug vollzählig vor Ort. Die RFA peilt den Launch für diesen Sommer an. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe beide Firmen und wünsche mir einfach unfassbar die erste Orbitalrakete aus deutscher Produktion. Zutrauen tue ich's beiden Firmen und nach einem dramatischen Verlust der Erststufe der RFA-1 im Sommer 2024 und dem Fehlstart der Spektrum von ESA Aerospace im letzten Jahr ist das Rennen ja so spannend wie nie. Wenn alles glatt läuft, sehen wir hier bald den ersten Orbitalstart eines privaten Micro-Launchers aus Europa und dann noch von einer deutschen Firma. Der britische Space-Sektor sortiert sich neu mit massiver staatlicher Rückendeckung durch den neuen Space Industry Act. Da herrscht seit Februar 2026 endlich Rechtssicherheit. Die Haftung für Raketenstarts, die ist nun gesetzlich gedeckelt. Für die Rocket Factory Augsburg zum Beispiel, die ja von den Shetlandinseln startet, liegt dieser Deckel zum Beispiel bei 10,5 Millionen Pfund, was das Risiko für Investoren kalkulierbarer macht. Während die Hardware für die RFA-1 bereits am Sexford Spaceport auf den Shetlandinseln bereitsteht, sieht es bei der Konkurrenz düster aus. Orbex hat nach gescheiterter Finanzierung die Segel gestrichen. Der Bau am Spaceport Sutherland, der steht still. Doch die britische Regierung, die lässt sich nicht beirren und pumpt 500 Millionen Pfund in die Branche, um den garantierten Zugang zum All zu sichern. Davon fließen allein 20 Millionen jetzt in die schottischen Startplätze. Die RFA könnte jetzt doppelt profitieren. Da Orbex als Empfänger wegfällt, rücken nämlich die Augsburger auch für die Fördergelder aus dem European Launcher Challenge Topf in den Vordergrund. Vorausgesetzt, sie bauen ihre Präsenz in UK weiter aus. Kurzer Break. Leute, wir müssen reden. Ihr habt uns in den letzten Tagen in den Kommentaren und in der Umfrage massiv überrascht. Das Feedback, das zeigt uns exakt, welche Themen wir uns für Senkrechtstarter anschauen sollten. Hier auch ein fettes Dankeschön an alle, die geschrieben haben, dass sie jetzt schon extrem zufrieden mit Senkrechtstarter sind. Das bedeutet uns richtig, richtig viel. Bei der Auswertung, da gab es ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Viele von euch wollen, dass wir mehr über Hardcore-Technik sprechen, also alles rund um Raketenfertigung, Materialien und Triebwerke. Andere, dass wir tiefer in die Mission und wissenschaftlichen Themen reinschauen, also mehr über Satelliten, Rover und die spannenden Payloads sprechen. Warum ist euer Feedback gerade so wichtig? Weil unsere Ressourcen begrenzt sind. Wir können schlichtweg nicht alles auf einmal angehen. Wir müssen uns da fokussieren. Wir hatten extrem Bock, Senkrechtstarter zur ultimativen Anlaufstelle für Raumfahrtfans weiterzuentwickeln. Wir wollen definitiv mehr technische Deep Dives, aber hier Erwartungsmanagement. Gerade die Visualisierung von Technikthemen, die ist doch ein massives Nadelöhr. Deshalb brauchen wir eure Ideen. Wie können wir das lösen? Wie würdet ihr diese raumfahrtbegeisterte Community noch stärker zusammenbringen? Wir würden das gerne mit euch direkt besprechen. Deshalb laden wir euch ein, euch mit uns über eure Wünsche und eure Ideen auszutauschen. Jetzt am kommenden Dienstag, 17.03. ab 20.15 Uhr kommen wir da in einem Call zusammen. Der Link zu dem Call, der ist unten in der Beschreibung. Die Plätze, die sind limitiert. Wenn du diesen Kanal aktiv aufs nächste Level heben magst, dann ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, Schutzengel zu werden. Den Link, den packe ich dir auch unten in die Beschreibung.
Wir sehen uns am Dienstag und jetzt weiter zu den Starts der kommenden Woche. Wir blicken nach vorn und da steht am Sonntag direkt eine Lange Marsch 6A in Taichuan bereit, gefolgt von einer Kuaizhou 1A am Montag. In beiden Fällen hält sich China bei der Nutzlast noch bedeckt. SpaceX zieht nächste Woche das gewohnte Pensum durch und schickt voraussichtlich am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag insgesamt 4 Falcon 9 mit Starlink-Nachschub in den Orbit. Ja, und am Donnerstag, da wird's im New Space richtig spannend. Rocket Lab bringt zuerst von Neuseeland aus einen weiteren Strix-Radarsatelliten wie Inspective ins All. Aber unser deutsches Highlight, genau, wir schauen mit Hochspannung nach Norwegen, denn ESA Aerospace plant ab Donnerstag mit dem zweiten Testflug ihrer Spectrum-Rakete. Bei dieser Onward- and Upward-Mission, da sollen unter anderem 5 CubeSats für das Boost-Programm der ESA ausgesetzt werden. Es wird wieder einen englischen Livestream von ESA mit NSF geben und natürlich deutsch kommentiert hier auf Senkrechtstarter. Noch einmal ein riesen Dankeschön an das Familienunternehmen Giesmann aus Österreich. Nutzt meinen Link und den Code MOSPRING für 20% Rabatt. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal oder dann Donnerstag Livestream ESA Aerospace. Wäre geil. Immer schön sehr gleich bleiben. Dein Morph.